Ich heiße also Tassilo von Grohlmann und habe im zweiten Lehrjahr meines Maschinenschlosser-Ausbildung bei der AEG habe ich entdeckt, ich will kein Ingenieur werden, ich will Industriedesigner werden. Das war in der Versuchswerkstatt, wo ich dann die Ingenieure vor den Zeichenbrettern gesehen habe und die Vampyrette machten damals. Das war 1959 oder 1960, ja, in Oldenburg. Und dann habe ich zu dem Ingenieur gesagt, warum mussten die so hässlich aussehen? Und sagt, was verstehst denn du davon? Ja, so als Stift ist doch klar, ne? Da kommt ein Stift an, so, warum muss denn das so hässlich aussehen? Naja, und dann habe ich übers Wochenende da einen Griff dran gezeichnet, den die gar nicht erkannt hatten, wie blöd das war. Und dann habe ich 25 Mark Verbesserungsvorschlag gekriegt. Und da wusste ich ganz genau, das ist dein Job, das willst du werden. Und da war ich 16, 17 Jahre alt und bin zu meinem Vater hin und sage, also ich will Industriedesigner werden. Und dann hat der gesagt, brotlose Kunst, komm nicht in Frage, du machst Maschinenbau, fertig. Und dann studierte ich Maschinenbau in Lage, in Lippe und musste sehen, dass ich dort meine Fachschulreife mache. Die habe ich dann auch gemacht und dann bin ich gleich am nächsten Tag nach Hamburg und habe mir ein Schiff geholt und bin zur See gefahren. Als Ingenieurassistent auf der MS Santa Rosa. Das ist ein Stückgutfrachter, der in den Pazifik ging. Und so habe ich als junger Mann, 21 Jahre, dann die Welt gesehen. Ich habe gelernt im Pazifik, als ich dem Chief gesagt habe, Chief, das geht doch gar nicht, sagt der Chief, geht nicht, gibt's nicht, mein Junge, bei der Seefahrt. Ja? Und so ist das auch. Man muss immer kreativ sein. Und das habe ich sehr, sehr intensiv gelernt dort. Ja, das war dann auch mein Motto, bis ich dann später auch gemerkt habe, einfach ist am schwersten. Das ist mein Spruch. Etwas Gutes zu machen und das so einfach zu machen, ist unheimlich schwierig. Ich bin anschließend nach Berlin gegangen, habe dann hier studiert. 2 Jahre war ich dann hier, also Maschinenbau zu Ende gemacht und dann Akademie für Werkkunst und Mode und bin dann nach Kassel gegangen. Ja. Und dann habe ich 4 Jahre dort studiert. Das war eine meiner schönsten Zeiten in meinem Leben. Und Jupp sagte, aber Sie haben doch eine technische Ausbildung. Sie brauchen Ihre technische Ausbildung bei uns gar nicht mehr zu machen. Dafür können Sie alle anderen Fächer besuchen. Also, Sie können Grafikdesign besuchen, Sie können die Weberei besuchen, Sie können die Mode besuchen, Sie können die Fotografie besuchen, Sie können die Architektur besuchen und so weiter. Und so bin ich sehr interdisziplinär auch ausgebildet worden bei Österreich, der wiederum Assistent vom Wagenfeld war. Und so hängt das auch so ein bisschen mit meiner Erziehung an, ja, dass ich also auch diese Denke drauf habe. Da ich selber großer Teetrinker bin, wusste ich, wie man Tee zubereitet. Aber ich selber hatte 2 Porzellankannen, die platterten immer und meine Reinzeichnungen waren immer ab und zu mit Tee auch voll. Dann fiel mir auf, dass diese Siebstempelkanne von der Firma Mellior aus Paris, die hatte ich bekommen gerade und für diesen Kaffeemaker. Und dann habe ich gesagt, das ist doch gut, die tropfen ja nicht. Also als Designer, wenn man ein neues Produkt entwickelt, recherchiert man erstmal, was ist auf dem Markt und wie funktioniert das auf dem Markt und was kann man da erstmal verbessern. Und wie kann man das neu lösen, wie kann man das Problem auch neu angehen. Und dann habe ich mich hingesetzt, in der Nacht noch ein paar Skizzen gemacht, um eine Teekanne, um die für diese Siebstempelkanne zu machen. Und als ich diesen Entwurf dann fertig hatte, bin ich zum Anwalt und der hat mir was aufgesetzt, weil ich einen Termin bei Mellior in Paris gemacht habe und bin dann da hingefahren. Und dann habe ich ihm die Zeichnung gezeigt und sagte, ob er die behalten darf. Deswegen bin ich ja hier. Dann bekam ich nach 2 Monaten einen netten Brief
Aus produktionstechnischen Gründen sehen wir leider davon ab. Habe ich nur gedacht, was ist denn das? Suchen seit 10 Jahren und machen nichts. Eines Tages habe ich dann gesehen, dass die Firma Bodum diese Firma gekauft hat. Dann bin ich natürlich zu Bodum hin und dann wollte diese Kanne haben. Hatte aber inzwischen schon Mono gefunden und Mono wollte diese Kanne eigentlich so machen, sagte mir aber, Herr von Gollmann, ich kann das nicht machen, ich muss das löten und schweißen kann ich das nicht und das sieht blöde aus. Bitte gestalten Sie die neu im Edelstahldraht, das kann ich machen. Und so ist die erste Kanne in Edelstahldraht gekommen und mit diesem großen Sieb halt. Und die dann auch erfolgreich für die Firma war. Ja, und dann gab es einen Prozess mit der Firma Bodum, den ich also diese Kanne dann angedient hatte und dann haben die mich über den Tisch gezogen, indem sie gesagt haben, nur 10.000 Stück und danach würde ich einen neuen Vertrag kriegen und ich wusste aber, ja, ich werde da über den Tisch gezogen, aber ich habe es trotzdem unterschrieben und weil ich sagte, sollen sie es machen, dann kriegen sie einen Prozess und den habe ich dann geführt bis zum Bundesgerichtshof und habe ihn verloren. Wissen Sie warum? Vorbekannter Formenschatz, hieß es immer. Ja, das ist vorbekannter Formenschatz. Das ist kein Werk der angewandten Kunst und das ist nicht urheberrechtsfähig. Ich habe immer gesagt, ja, ich gestalte nur noch vorbekannten Formenschatz. Wonach soll ich denn sonst gestalten? So ist natürlich für mich diese Teekanne das wichtigste Stück, was mir natürlich auch angelastet wird, wenn man meinen Namen in der Fachwelt hört, ach, das ist der mit der Teekanne. Ja, bin ich ja auch nicht so abgeneigt dagegen. Aber in wie vielen Bereichen ich ja auch gearbeitet habe, das ist ja auch ganz interessant. Also, 1987 habe ich einen Auftrag bekommen von der Firma Dr. Scheller Manhattan. Diese Kosmetikserie habe ich gemacht, vor allen Dingen mit einer neuen Nagellackflasche. Das ist das Modell dazu. 30 Jahre lang war diese Flasche am Markt für ein Billigprodukt. Also man muss nicht für Billigware immer wieder neu machen, sondern man muss Ressourcen sparen, man muss einen guten Entwurf machen und der dann 30 Jahre hält. Das ist doch super. Ein ganz wichtiges Produkt, worüber ich auch noch stolz bin, was keiner kennt oder vielleicht jeder kennt. Sie haben in Ihrem Haushalt einen Gaszähler. Und zwar müssen diese Gaszähler alle 5 Jahre auseinandergebaut werden. Da ist ein nepalesisches Ziegenleder drin, nämlich das ist der Blasebalg. Warum ein nepalesisches Ziegenleder? Weil da gibt es keine Sträucher mehr und da können die Ziegen sich nicht verletzen. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige war, das machten die aus Aluminiumguss, ein Oberteil und ein Unterteil und haben das verschraubt mit einer Dichtung. Und ich sollte einen feuerfesten Gaszähler entwickeln. Und da habe ich gesagt, das ist so ganz einfach. Wir machen den Dosenverschluss, der jetzt auch da ist, wie Sie ihn kennen, und ziehen 2 Halbschalen und fertig ist das Gehäuse. Da haben die ganz blöd geguckt. Und ich Trottel, das war eins meiner ersten Kunden, die ich bekommen hatte. Ich habe keine Lizenz verlangt. So weit war ich leider noch nicht. Hätte ich das gemacht, würde es mir heute bedeutend besser gehen. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe da ein einmaliges Nutzungsrecht bekommen von 6.000 D-Mark und damit war das abgegolten. Dann habe ich hier den meistgeklauten Aschenbecher gemacht. Ja, für Philip Morris. Ja. Die haben mir richtig die Aufgabe gegeben, bitte mach mal einen Aschenbecher, der geklaut wird. Schön, ne? Wissen Sie, dass ich ein ältestes Mitglied des IDZ eigentlich bin? Will ich Ihnen sagen, als ich hier in Berlin studiert habe, 1968 ist das IDZ gegründet worden. Und ich habe mich, irgendwie in der Zeit muss das gewesen sein, 68 oder 69, keine Ahnung.
Da habe ich mich gleich da angemeldet. Ich sage, EDZ ist so gut. Ich habe die erste Ausstellung auch erlebt an der Budapester Straße von Gügelow. So war ich als studentisches Mitglied vom Anfang an bis 75, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, Mitglied. Und als ich dann wieder hier zurückgekommen bin, habe ich gesagt, na, jetzt muss ich doch wieder zum IDZ.